wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein, neben mir ist mein Co-Host Per Jochumsen und wir haben heute Dominik Winter zu Gast von den unter anderem von dem bekannten Podcast Die Produktwerker, und wir werden heute über das große und breite Thema der Product Ownership reden und was davon tatsächlich zukünftig noch relevant sein wird als Future Skill. Davor erstmal Grüße gehen raus an alle da draußen, die heute zugeschaut haben oder die vielleicht noch später zuschauen oder es im Nachgang schauen. Herzlich willkommen. Wenn ihr live dabei seid und Fragen habt, haut sie in den Chat. Wir werden sie in die Diskussion mit Dominik einfließen lassen. Hallo Dominik. Ja, hallo. Ich grüße euch. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass es geklappt hat. Du machst jetzt seit über 15 Jahren als Product Owner in der Weltgeschichte rum, also vor allem hauptsächlich in Deutschland, deutschsprachigen Raum. Schon gesagt, seit mehreren Jahren ja auch mit deinen beiden Kompagnons den Podcast Produktwerker, also generell. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen, das ist ein sehr sensibles Pflaster, aber halt über die Product Ownership hinaus im Produktbereich, bei den Produkt-People und so weiter. Vielleicht reden wir da später auch nochmal drüber. Da gibt es ja mehrere Szenen, die sich mögen oder nicht oder was auch immer. Schwieriges Thema. Aber du bist halt grundsätzlich auch, du Expertise in Medieninformatik, das hast du studiert sogar. Was hast du sonst noch schon gemacht in dem Product Ownership Bereich und wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ja, ich kann ja vorne anfangen. Das ist immer ein bisschen. Ich kann sehr weit ausholen, ich versuche es heute mal zu reduzieren. Aber mein ursprünglicher Gedanke war, ich wusste sehr früh, ich wollte in Informatik, ich wollte irgendwas mit Computern machen und tatsächlich wollte ich eigentlich Computerspiele programmieren. Das war immer so ein bisschen mein Wunsch. Ich habe aber sehr früh realisiert, dass das vielleicht eine zu stressige Branche ist und ich da nicht so Lust drauf habe. Aber das Thema, wie Menschen mit Computer interagieren, das fand ich immer mega spannend. Und so ist dann auch gekommen, ne? Medieninformatik, du hast es gerade gesagt, das zu studieren. Und dann habe ich das halt studiert. Und irgendwann war das Studium fertig und ich dachte, jetzt brauche ich auch einen Job mit dem Kram, was ich da gelernt habe. Ich war vorher IT-Koordinator, also im Sinne einer IT-Administration, und habe dann überlegt, ich gucke mal online, was es so für Stellen gibt. Und da habe ich eine Stelle gefunden als Produktmanager. Und dachte, ja, da steht im Anforderungsprofil drin, du musst dich mit Usability und User Experience auskennen. Dachte ich so, ja, das habe ich ja studiert, das wollte ich auch gerne machen. Mega, ich bewerbe mich und warum auch immer, haben die mich genommen. Und dann wurde ich nicht nur Produktmanager, sondern auch direkt Product Owner. Und das war so der erste Einstieg, dass ich dann auf einmal Produktverantwortung getragen hatte, obwohl ich noch relativ neu in diesem Product Game war, als Produktmanager in der Rolle als Product Owner. Und für mich war der Vorteil, dass die Organisation, in der ich angefangen habe, auch da erst angefangen hat, mit Agilität zu arbeiten, also mit Scrum zu arbeiten, teilweise auch mit Kanban zu arbeiten und so weiter. Und so kam ich halt erstmal in diese Produktecke. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das total cool finde, dass mir das auch irgendwie Spaß macht, dass ich Freude daran habe, etwas mit einem Team gemeinsam zu schaffen, wo ich hinter sagen kann, hier ist mein Ergebnis, und es kennen die Menschen auch außerhalb der Organisation, Sachen, die man vielleicht kaufen kann, die im Regal stehen bei irgendwelchen Händlern oder online verfügbar sind, irgendwie so etwas. Und ich finde es nach wie vor total spannend, wenn Menschen mir auch erzählen, dass sie ein Produkt nutzen, für das ich mal verantwortlich war oder verantwortlich halt bin. Das ist dann so eine kindliche Freude in mir, die dann hochkommt. Gibt es was, Also was man kennen möglichst kann, kurz gefasst. an dem du deine Hände hattest? Also was man kann, was ich tatsächlich nicht so großartig finde, weil wir noch eine ganze Menge hätten machen Schöner können, Einstieg. ist so Vereinsmanagement-Software. Uh, Also ich war mal verantwortlich für Wieso mein Verein. Das ist ach, aus dem Hause, aus dem auch die andere Wieso-Software, hm. wie Wieso Steuersparbuch und so weiter kommt. Das ist ein Produkt, zu der Zeit war ich selber Vorsitzender eines Vereins. Und nicht nur in einem Verein, sondern ich war in anderen Vereinen auch aktiv, teilweise in anderen Rollen, teilweise auch im Vorstand, und du merkst dann halt, okay, es gibt so bestimmte Probleme, die habe ich, die haben andere aber auch. Jetzt ist das Problem, die Marktnische, die wir uns damals ausgesucht haben, war so eine Nische, die für mich jetzt langfristig nicht so spannend war. Hm. Also, weil es gibt ein gewisses Alter, gewisse Vereinsgröße, und zum Beispiel kannst du sagen, Vereine mit einer gewissen Größe, die meisten Leute im Vorstand, wer macht das? Naja, die Leute, die zum Beispiel in Rente sind, weil sie halt Zeit haben, vermeintlich. Hm. Das sind dann aber auch nicht unbedingt die Menschen, wir reden jetzt von einigen Jahren in der Vergangenheit, die, naja, noch nicht so viel Erfahrung vielleicht mit IT haben. Und dann wird es an einigen Stellen auch schon herausfordernd. Aber etwas, worauf ich schon auch stolz bin, ist zum Beispiel beim Rewe,
beim Lebensmittelhandel, Mhm. habe ich halt mit auch den Lieferservice aufgebaut. Ich war da als Product Okay. Owner zum Beispiel für bestimmte Bestandteile verantwortlich, wie das Zahlen, also das Payment als solches. Das heißt, wenn irgendjemand von euch bei Rewe einen Lieferservice oder zum Abholen oder was auch immer mal Mhm. auch was mit einer Schon Zahlung damals gemacht, durchgeführt ja. hat, dann seid ihr an Sachen vorbeigekommen, auf die ich halt eben auch eingewirkt habe als Geil. Verantwortlicher. Da kommen schon die ersten Beschwerden über den Chat rein. Nein, gar nicht wahr. Nee, aber wir hätten jetzt natürlich ins Wespennetz getroffen von meiner Seite, wenn es um dieses tolle Click and Collect gehen würde, weil das ist auch so eine Hassliebe von mir bei Rewe, großer Fan von, aber außer wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt wirklich schlimm. Ich möchte aber einmal noch mal kurz zurückkommen auf die Vereinsgeschichte. Per, wenn du einmal kurz umstellen kannst, oben links. Oben links hier. Oben links, genau. Wenn du den Sound verstanden hast. Auf Dankeschön. das hier? Ja, genau. Wir nutzen das nämlich als Segway direkt. Es gibt nämlich tatsächlich Vereine, wo der Vorstand, zum Beispiel Per und ich, auch ein bisschen noch nicht im Rentenalter sind und auch die Ahnung von IT haben. Unter anderem den Agiler Norden e.V., den Veranstalter dieser Veranstaltung, also den Veranstalter von Future Skills dahinter. Die machen das ja alles gemeinnützig. Wenn ihr uns da unterstützen wollt oder auch mal Vorschläge für Themen und Gäste habt, schreibt uns einfach unter info@agila-norden.de. Und damit wir hier das auch alles machen können, brauchen wir ein bisschen Cashflow und das meiste kommt tatsächlich durch unsere Werbepartner, unsere tollen Sponsoren. Das ist heute IT Agile und die haben eine kleine Nachricht für euch. Wir haben agile Teams, aber keine guten Ergebnisse. Auf die Dauer ist das ziemlich frustrierend. Das nervt total. Wie muss sich die Führung ändern, damit agile Teams richtig gut funktionieren? Delegation in die Teams führt zu mehr Autonomie. Damit die Autonomie funktioniert, setzen Sie Leitplanken. Und mit richtigen Leitplanken können Sie eigenständiges Handeln in den Teams fördern. In unseren Management 3.0 Schulungen lernen Sie moderne Führung. So richtig. So richtig. So, da sind wir schon wieder. Genau. Und über das Thema Vereinssoftware müssen wir nochmal abseits reden. Die von dir entworfene haben wir nicht im Einsatz, aber ja, genau. Vielleicht noch mal, genau. Ich bin da Immer auch schon wieder seit ein Thema. Jahren raus, Ja. also von daher, und ich habe es auch nicht grundsätzlich entworfen, sondern ich habe es halt damals übernommen und dann 2 Jahre irgendwie verantworten dürfen. Ja, vielleicht Aber da war halt auch mal so ein schöner Impact. müssten wir mit jemandem anders drüber reden, vielleicht heutzutage, genau. Genau. Ja, bitte. Ganz kurz, ja, jetzt hast du schon zurückgeschalten, aber grundsätzlich aus den Statistiken wissen wir, dass die meisten Zuschauerinnen, die jetzt gerade dabei sind, schon abonniert haben. Deshalb nur der Hinweis, vergesst nicht noch auf Like zu klicken, damit das Video auch möglichst vielen Leuten zugänglich gemacht wird und die auch mal was davon hören und vielleicht sogar lernen von uns heute, was denn so an Product Ownership so toll und zukünftig relevant ist. Und damit sind wir auch wieder bei dir, Dominik. Was ist für dich grundsätzlich ein Future Skill und wieso hältst du Product Ownership oder welchen Aspekt von Product Ownership hältst du für ein Future Skill, also eine Fähigkeit für die Arbeitswelt von morgen? Ja, du hast es gerade gesagt, ne? Eine Fähigkeit für den Arbeitsmarkt von morgen. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft, gerade wenn wir uns so die arbeitende Gesellschaft anschauen, dann haben wir in den letzten 30 Jahren ziemliche Veränderungen durchgemacht. Wir sehen, dass wir sehr stark auch in den Bereich Wissensarbeit übergegangen sind, während mein Vater zum Beispiel ist Handwerker, der muss anders arbeiten als ich, ganz anders. Den Job, den ich heute habe, kann ich meinem Vater teilweise schon schwer erklären, weil er diesen ganzen Kontext nicht kennt. Bedeutet aber, die Zeit und der Kontext und so weiter hat sich für uns alle verändert. Und wenn ich in die Zukunft schaue, gehe ich davon aus, dass sich diese Veränderung in irgendeiner Art und Weise fortsetzt oder sogar ganz undenkbar irgendwie weiterentwickeln wird. Future Skills sind also für mich diesejenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich haben muss, um in Zukunft auch einen gewissen Wertbeitrag durch meine eigene Arbeit, durch meine eigene Teilhabe an der Gesellschaft, am Arbeitsleben und so weiter haben zu können. Das so, nur jetzt so vom Verständnis von Future Skills. Der zweite Teil deiner Frage ging in die Richtung Product Ownership. Und warum sollte das relevant sein? Ich glaube, ein Teil, der sehr dominant ist, ist der Umgang mit Komplexität. Wir sind als Menschen eigentlich super dafür geeignet, mit Komplexität umzugehen. Ja, also zum Beispiel auch, wie Menschen miteinander interagieren, wie Menschen miteinander in Teams arbeiten und so weiter. Da sind wir richtig gut drin, man kennt das, man hat eine Party, da sind 30 Leute. Jetzt könnte man sagen, die müssen ja alle miteinander reden. Automatisch finden sich Gruppen und wir reduzieren Komplexität in diesem Raum. Wenn wir jetzt aber irgendwelche Leistungen als Gesellschaft haben wollen, die wir untereinander auch austauschen wollen. Das kann eben so ein Handwerk sein, das kann aber eben auch eine Dienstleistung sein. Auch hier, ne?
wenn wir über dieses Format sprechen, das ist am Ende ja auch eine Leistung für die Gesellschaft. Und grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Organisationen und andere soziale Einheiten, auch Vereine und so weiter, die liefern einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Gesellschaft honoriert das mit Ressourcen. Seien das jetzt Spenden, seien das jetzt Umsätze, sei das irgendetwas. Ne, und im Zweifelsfall auch bei Ehrenamt zum Beispiel auch die Lebenszeit von Menschen, die als ehrenamtliche Helfer unterstützen. Damit das aber funktioniert, muss ich immer darauf achten als Organisation, dass der Mehrwert, den ich anbiete, der richtige Mehrwert ist und auch an die richtigen Menschen kommt. Product Ownership, wo es um die Verantwortung für den Erfolg eines Produktes geht, da muss ich ganz klar fokussieren, wer braucht was zu welcher Zeit an welchen Ort. All solche Sachen. Das heißt, diese Ressourcen, die wir einsetzen als Organisation, ne, jetzt gerade Product Ownership ist ja eher, wir bauen ein Produkt. Dann geht es darum, dass diese Ressourcen so eingesetzt werden, dass wir maximal Mehrwert schaffen. Was auch immer das heißt. Maximal Mehrwert. Das kann sein, dass wir den Leuten helfen, bestimmte Probleme zu Hause zu lösen, durch Dienstleistungen oder Services. Das kann aber auch heißen, ne, wir hatten das eben mit Rewe, dass ich einfach meinen Hunger stillen kann oder was Geiles essen kann, ein Essenserlebnis habe oder irgendwas, aber ich brauche die Ware dafür. Und damit umzugehen, dass wir auf einmal diese Menschen, die alle zusammenarbeiten, die dann versuchen, gemeinsam einen Mehrwert zu liefern für andere Menschen, hat viel mit Komplexität zu tun. Und damit umgehen zu können, ist für mich ein Teil rund um die Rolle Product Owner, rund um die Verantwortung der Sinne der Product Ownership, die für mich übrigens nicht nur beim Product Owner, sondern beim gesamten Team hängen kann. Aber das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, die wir in Zukunft haben, weil wir merken auch jetzt, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, dass immer weniger Menschen für immer mehr Arbeit in diesem Sektor zur Verfügung stehen. Also nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil die Leute vielleicht diese Fertigkeit und Fähigkeiten nicht haben, an bestimmten Sachen aktiv teilhaben zu können. Okay, cool. Lass uns mal ein Fass aufmachen, wenn du schon bereit dafür bist. Immer. Ja. Product Ownership kommt ja ursprünglich aus dem Scrum-Framework. Zumindest der Titel des Product Owners. Okay. Wo siehst du denn Product Ownership heute und wo siehst du es auch in der Zukunft? Wenn es nicht mehr also nicht mehr so unbedingt verheiratet ist mit Scrum. Ich finde ja, die Historie ist schon spannend. Ne? Also der Begriff Product Owner ist klar, im englischen Sprachgebrauch kannst du den irgendwie schon länger benutzen, aber so international und vor allem auch bei uns ist der erst aufgeschlagen durch so Frameworks wie Scrum. Ja. Wo wir sagen, wir haben eine Person, die dafür verantwortlich ist, den Wert zu maximieren, Produktvision zu treiben und so weiter, also diesen Mehrwert zu definieren und dafür zu sorgen, dass wir alle Arbeit, die wir machen, möglichst in diese Richtung gehen. Ich würde das grundsätzlich erstmal so ein bisschen noch erweitern, weil ich glaube, Product Ownership ist so die Übernahme der Verantwortung für den Erfolg eines Produktes, gepaart mit der Möglichkeit und dem Willen der aktiven Gestaltung. Mhm. Und du hattest eben meine beiden Kompagnons angesprochen, Oliver Winter und Tim Klein, die haben gemeinsam ein Product Ownership Evolution Model entwickelt. Das raus. Das ist dieses POEM, Product Ownership Evolution Model, ist ein Framework, eine Methode in einem Workshop oder wie auch immer herauszuarbeiten, wer von uns verantwortet eigentlich was. Weil innerhalb einer Organisation sind Verantwortungen sehr unterschiedlich aufgeteilt. Ne, es gibt Unternehmensspitze, die sagt, unsere Unternehmensvision, unsere Unternehmensziele, dann bist du irgendwann als Produktmensch dran, als Product Owner und da sagst du, ich verantworte jetzt den Erfolg des Produktes, aber ein Teil des Produktes, ein Teil der Verantwortung kannst du ja immer weiter auch übergeben und delegieren oder überlassen. Und dieses Poem hilft dazu, dass wir als Team verstehen, wer von uns verantwortet eigentlich was. Und durch dieses Thema Verantwortung haben wir in den letzten Jahren viele Organisationen gesehen, wo wir dann auch eingegangen sind, unterstützt haben, die gar nicht so nach Scrum arbeiten, die aber die Rolle als Product Owner gesehen haben, weil sie gesagt haben, wir haben so viel Komplexität bei uns, wir brauchen eine Person, die verantwortlich ist für bestimmte Sachen. Eine Person, die Zielorientierung verantwortet und aber auch die Macht hat, das zu entscheiden an bestimmten Stellen, damit wir endlich mal durchkommen, weil wir uns sonst in der eigenen innerorganisationalen Politik sozusagen aufhängen, weil wir nie genau wissen, wer entscheidet jetzt was. Das heißt, diese Klarheit, die wir, Komplexitätsreduktion erzeugt in der Regel Klarheit, diese Klarheit, die wir auf einmal erzeugen, macht die Rolle, die Verantwortung als Product Owner total spannend und anregend. Das Konzept der Product Ownership ist aber auch immer wichtig zu verstehen, weil leider gibt es auch einige Organisationen, die implementieren Product Owner, geben ihnen aber keine Entscheidungsmacht. Ja. Darf ich kurz?
Also ich glaube, das Wort einige ist untertrieben. Und deswegen wollte ich gerne einmal naiv nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, euer Poem Evolution Modell macht auch genau das sichtbar, ist Ownership denn an einer Position hier in real verankert oder nicht? Und welche Teile sind denn noch nicht in einer Person gebündelt in der leider nicht ganz idealen Welt hier, die man so vorfindet in vielen Unternehmen? Oder habe ich das falsch eingeordnet gerade? Erstmal muss ich klarstellen, ich habe das Ding nicht mitentwickelt. Ja, okay, deine 7 Kompagnons. Sollen die sich erstmal beschweren? Die Credits will ich mir nicht aneignen. Nee, Die gehen ganz an die anderen beiden. Ja. Aber das ist halt, es ist ein Instrument, das erstmal visualisiert. Man kann sozusagen sagen, man macht links, rechts so eine Dimension auf zwischen strategischer und operativer Arbeit. Ne? Beim Strategischen hast du die Produktvision, wer entscheidet die eigentlich? Und ganz auf der Operativen, das Operativste, was du hast, ist sozusagen, ich implementiere irgendwie meine Task. Ne? Also ich implementiere eine Funktion oder was auch immer. Und dann ist immer die Frage, wer schwimmt in diesem Spektrum eigentlich wo? Das ist erstmal ein Transparenztool, nach meiner Meinung. Die beiden würden dir wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen noch mehr erzählen können, aber im Kern ist es für mich Transparenz, dass wir als Team verstehen, wer verantwortet eigentlich welches Entscheidungsniveau im Sinne der Produktgestaltungsentscheidung. Ne? Also ich muss als Product Owner ja nicht entscheiden, wie das konkret programmiert wird, wie der Source Code hinter genau aussieht, aber ich muss vielleicht überlegen, was braucht der Markt gerade am ehesten, weil ich die Informationen beschaffe oder die Connections habe oder was auch immer. Man merkt dann eher, wo wollen wir uns hin entwickeln, deswegen heißt es Evolution Model, weil wir uns dann zum Beispiel auch sagen können, wir haben so einen Ist-Stand, wir machen das gleich aber nochmal für den Soll-Stand, das ist auch Teil des Poems, dass man einmal sagt, ich möchte als Product Owner eigentlich mehr auch strategisch entscheiden können. Da geht es also mehr innerhalb des Teams, vielleicht auch mit Business Ownern oder Stakeholdern, wer auch immer da irgendwie mit relevant reinpflegt, die kannst du natürlich da auch mit reinnehmen. Wie bereits gesagt, die anderen beiden könnten noch mehr zu erzählen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt unabhängig davon und auch unabhängig davon, ob es ein Team gibt, es immer sinnvoll ist, hier zu hinterfragen, wer verantwortet eigentlich was in der Organisation, gerade im Sinne der Produktentwicklung und wer hat auch welche Entscheidungsmöglichkeiten, sowohl hierarchisch als auch informell. Mhm. Ja, genau. Also cool, danke für die Erläuterung. Dann hatte ich es einigermaßen richtig verstanden und jetzt können, glaube ich, auch die ZuhörerInnen irgendwie einordnen, ob das spannend sein könnte oder nicht für sie. Genau. Und apropos verstehen, bevor wir über konkrete Aspekte und einzelne Fähigkeiten in dieser Product Ownership Domäne halt einmal sprechen, würde ich gerne noch mal ein bisschen die Abgrenzung machen, weil es gibt so ein paar Aspekte, ich habe es eingangs schon angedeutet, in der Szene, wo Leute Schwierigkeiten haben, das einzuordnen, was ist Product Ownership, was ist vielleicht nicht, was gehört da rein und welche Strömung gibt es ja auch. Eine Frage, die ich da immer wieder begegne, ist, wie grenzt sich Product Ownership eigentlich zum Produktmanagement ab? Hast du da eine Antwort? Ja, aber es gibt keine Standardantwort. Nee, darum frage ich ja nach deiner. Natürlich, ich habe auch 3 Stück, je nachdem wer fragt. Aber was gibst du da üblicherweise für ein Bild, um das deutlich zu machen? Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt? Ich habe ja eben gesagt, ich habe als Produktmanager gearbeitet. Ne? Und war vor IT-Koordinator, Produktmanager. Ich so, ja geil, mache ich jetzt Produktmanagement. Ich sage immer, oder ich witzel immer rum, ich wusste bis einen Monat später, als ich angefangen hatte schon, immer noch nicht, was ein Produktmanager eigentlich macht. Weil selbst wenn du sagst, was definiert oder was grenzt eigentlich Product Owner von Produktmanager ab, muss ich halt fragen, was für eine Art Produktmanager meinst du? Weil ich kenne Produktmanager, die kümmern sich eher darum, für ein Stück deines Sortiments zu sagen, wir als Unternehmen haben folgende Produkte bei uns mit im Sortiment. Das heißt, da haben sie so einen Bereich, den sie managen. Auch das gibt es als Produktmanager. Dann gibt es Produktmanager, die vermarkten vor allem ein Produkt. Man könnte sie auch Product Marketing Manager nennen. Genau. Und dann gibt es Produktmanager, das ist sozusagen die Stelle in der Organisation, die übernehmen die Verantwortung, Rolle als Product Owner. Deswegen will ich diese Grenze gar nicht ziehen. Am Anfang war meine offiziellen Stellenbezeichnungen waren immer, keine Ahnung, sowas wie Senior Product Manager, bla irgendwas. Aber ich habe in dem oder dem Produkt die Verantwortung als Product Owner übernommen. Und deswegen sagt der Scrum Guide heute auch, und das glaube ich zumindest, er spricht mittlerweile von Verantwortung. Weil es ist quasi eine Verantwortung, die man übernimmt, aber es ist nicht eine Dauerrolle, eine Dauerposition, die man innehaben muss, weil sich das ja auch ändert. Es gibt ja auch mal, ne, dann ändert sich der Owner, dann ändert sich vielleicht auch das Produkt, dann stellt man es vielleicht auch ein, keine Ahnung. Aber ich würde die Sachen gar nicht so trennen.
was wir merken in dem Diskurs, du hast so die Communities angesprochen, ne, sagen wir mal, es gibt so die große Produktmanagement-Community, dann gibt es so die agile Community, die da so ein bisschen eher das agile Arbeiten im Fokus hat. Dann ich sehe da gar nicht so die Spannungen, aber ich sehe einen Mangel manchmal an Überschneidungen. Also ich hätte gerne mehr Austausch mehr Verknüpfung. zwischen diesen Stellen. Ja. Genau. Wir schlagen uns also im übertriebenen Sinne zu häufig einfach blind die Köpfe ein und streiten darüber, dass das irgendwie was anderes ist oder dass eine falsch sei oder was auch immer. Ne, ihr seid nicht agil, ihr macht nicht agil oder ne, Product Ownership ist halt Müll. Und eigentlich haben wir aber genug Common Ground, um da reinzugehen. So. Ja. Das glaube ich auch, weil am Ende wollen wir alle irgendwie das bestmögliche Produkt bauen. Hoffentlich. Und ja, hoffentlich. Ja, es wird Leute geben, die wollen das vielleicht einfach nur jetzt kurzfristig wirtschaftlich erfolgreichste Produkt bauen, um sich zu positionieren. Auch das mag sein. Aber ich glaube im Kern, das ist meine Einstellung, ne? Wenn ich ein geiles Produkt bauen will, nenne mich Produktmanager, nenne mich Product Owner, nenne mich irgendwas, ist mir egal. Und ich hänge sogar noch nicht mal an dem Thema Agilität. Ich weiß, hier ist gefährlich, das zu sagen. Nee, das ist. Aber wir sind. Ich sage, also ganz ehrlich, ich hänge nicht an Agilität. Mir ist es auch egal, ob wir Scrum machen, Kanban oder ob wir irgendwas Wasserfälliges machen, wäre mir alles egal, ich will ein geiles Produkt bauen. Und ich bin nach aktuellem Stand meiner Erfahrung und nach dem, was ich von anderen so höre, immer noch der Überzeugung, dass sowas wie Scrum und Agilität vor allem im Allgemeinen der beste Weg ist, wie wir sinnvoll mit Ressourcen ein geiles Produkt bauen können. Also, ich mag Agilität auch so, aber ich brauche sie jetzt nicht um der Agilität willen. Aber ich glaube, dieses Vorantasten, dieses Voranstolpern, das ist das, was wir brauchen, weil Komplexitätsreduktion, ich kann halt nicht mehr sagen, ich konzipiere mein Produkt bis zum Ende und jetzt baut das mal. Das geht seit 20 Jahren schon nicht mehr. Ja. Fun Fact, der eine oder andere kennt vielleicht die HMS Queen Elizabeth, 2017 vom Stapel gelaufen. 2017 und was hatte die dann auf einigen Rechnern an Software? Windows XP. Weil die Anforderung war halt so alt, ne? Und du musst dann wieder Change Request machen und so weiter. Warum machst du diese ganze Verschwendung? Ja, dann lass uns doch auf viel kürzeren Zeithorizonten arbeiten und das, was weiter weg ist, viel gröber halten und das macht Agilität total gut. Weil du es gerade ansprichst, Windows XP und so weiter, kleine Randnotiz. Vor ein paar Wochen gab es ja das große Problem von Microsoft, dass sie den Bug weitergetragen haben. Und weil ja im Hintergrund dann entsprechend die Windows-Version nicht mehr geupdatet haben, nicht mehr zurückgespielt und so weiter. Wisst ihr, dass eine Airline nicht betroffen war? Wieso hatte die noch XP? Die lief noch auf 3.1. Okay. Das ist ein bekannter Fakt. Also ich habe dann tatsächlich auch das Internet gefragt und dann gibt es noch Unternehmen, die halt auf Windows 3.1 laufen und so weiter. Ja, und ein bekanntes Beispiel ist die Airline. Ich bin mal so schlecht mit Namen, ich glaube es ist aber Southwest. Das sind die einzigen, die in starten konnten. Genau, und fragt mich bitte nicht, woher ich das weiß, aber man muss dann auch auf eBay 386 PCs suchen gehen, damit man die Software noch zum Laufen kriegt. Und wenn man da ein essentielles Datenbanksystem drauf laufen hat, was nur unter Windows 3.1 funktioniert, dann muss man schon sicherstellen, dass man noch irgendwo eine zweite 386er CPU und Mainboard hat. Genau, die werden auf Vorrat dann eingelagert in Bunker. als das Assets. wäre dann auch die erste Hardware eines PCs, die ich in meinem Leben hatte. 386er, wobei ich da froh war, schnell auf den 486er zu gehen. Und davor war es der C64, aber... Bevor wir aber in die Erinnerung zu weit abschweifen, einmal kurz zurück. Du hast nämlich angesprochen, es gibt ab und zu mal in der Szene so ein paar Streitigkeiten und du hast gesagt, es gibt eigentlich gar nicht so aggressive Subkulturen und so weiter. Denn da möchte ich einmal einen Gegenbeweis versuchen anzutreten und einmal nur Marty Kagan in den Raum werfen, der ja oft... Ja, natürlich. Und die Marty Kagan-Jünger, die es auch in Deutschland groß gibt und sich dann anders positionieren, nicht alle, ne? Ich möchte da nicht über den Kamm scheren, sind viele nette Leute dabei. Man hört aber immer auch wieder die Stimmen so, hey, wir sind ja Product People und keine Product Owner und Product Owner sind doof und es muss ja Product Leader sein und so weiter. Was sagst du, also aufbauend auf der Frage jetzt eben, ne? Wo ist eigentlich der Unterschied? Was sagst du denn dazu? Also wie ist denn dein Berührungspunkt so mit den Marty Kagans dieser Welt? Ja, also das ist tatsächlich der einzige Konflikt, den ich kenne, wo ich sage, der ist real, aber woher kommt der denn? Und wenn man sich jetzt international große Organisationen anschaut, die versucht haben, das Konzept von Agilität, vor allem von Scrum, zu adaptieren und dann auch noch zu skalieren
und dann Konzepte wie beispielsweise das Safe-Framework einführen und ähnliches, dann hast du da schnell Situationen, wo ich sage, das ist nicht mehr das, was ursprünglich mit Product Owner auch so wirklich gemeint ist. Wenn du dir die ein oder andere Vorträge anschaust von denjenigen, die das zum Beispiel auch das Agile Manifesto oder das Manifest für agile Softwareentwicklung anfänglich mal publiziert haben. Natürlich, wenn ich in Konzepten wie Safe meinen Product Owner auf bestimmte Bereiche limitiere und sage, es gibt da drüber noch einen Produktmanager und so weiter, dann hast du da schnell irgendwelche Konflikte, weil du diese Rollen sehr klar trennst. Ich glaube auch, dass wir in großen Konzernen oder allgemein großen Produktentwicklungen, wo wir schnell auch mal mit 20 Teams am gleichen Produkt schrauben, wir neue Strukturen schaffen müssen. Auch hier glaube ich aber, als tatsächlich auch noch studierter Organisationsentwickler, dass wir gar nicht eine Standardlösung haben. Deswegen, ich glaube an sowas wie so skalierte Frameworks haben immer nette Ideen, aber ich glaube nicht, dass die irgendwo als Blueprint gut funktionieren. Und in den Staaten sehe ich momentan, da habe ich auch tatsächlich in den letzten Jahren noch ein paar PO-Schulungen gemacht. Also ich habe sie nicht durchgeführt, ich habe teilgenommen und durch das Remote-Arbeiten ging das halt ganz gut. Die Geschichten, die dir erzählen, sind die gleichen Geschichten wie hier. Aber du hörst da auch sehr viel, gerade bei größeren Organisationen, ja, wir haben hier irgendwie Safe eingeführt und so weiter. Und dann ist ein Product Owner gar nicht mehr Product Owner, sondern eigentlich sowas wie ein Backlog-Verwalter, was wie ein Teammanager oder ähnliches, was halt die eigentliche Idee ad absurdum führt. Ja. Und wenn ich aber wir unterscheiden mittlerweile auch in unserer Sprache, ne? Scrum Product Owner und Safe Product Owner. Das machen wir so ein bisschen wie Roman Pichler auch. Musst du ja auch, weil Safe hat jetzt ja, also drückt das ja auch durch. Ja, es gibt ja auch Safe Scrum und Team Kanban und man muss sich ja schon rechtlich fast schützen, wenn man da irgendwie was über Safe erzählt und das abgrenzend. Das ist wohl wahr. Ich bin auch nicht ausgebildet im Bereich Safe. Alles, was ich weiß, ist durchs eigene Anlesen und durch Gespräche mit Menschen, die Safe meinen gelebt zu haben oder glauben gelebt zu haben. Wenn ich mir das aber anschaue, wie Safe so aufgebaut ist, würde ich sagen, das kann zwar ein Konzept sein, das funktioniert. Die Rolle oder Verantwortung als Product Owner in diesem Konstrukt ist aber nicht das, wo ich glaube, wo die eigentliche Macht in diesem Konstrukt steckt, also die Potenziale. Ne? Wenn wir schon von Future Skills reden, ich glaube, da geht einiges verloren. Und wenn man aber in dem Kontext ist, dann ist sehr schnell klar, es gibt viele Implementierungen von Product Ownern, die nicht so gut sind, wie sie hätten sein können, gerade wenn wir skalieren, vor allem wenn wir skalieren. Und dann verstehe ich jeden, der da Konflikte mit hat. Das ist für mich aber weniger ein Konflikt von der Produktmanagement-Blase mit der Product Owner oder agilen Blase, sondern das ist ein Konflikt, wie bestimmte Konzepte und Ideen eigentlich gedacht sind, teilweise auch gelebt werden, an anderen Stellen aber so ein bisschen pervertiert werden und dadurch hast du natürlich Konflikte. Ja, und wenn du sagst pervertiert, dann bin ich völlig bei dir, weil für mich, in meiner Meinung ist es ganz klar, dass wir unter uns, also dass bestimmte Leute und Organisationen es geschafft haben, das eigentliche Problem von ihnen wegzudelegieren und dass wir uns jetzt die Köpfe untereinander einschlagen, weil sie es geschafft haben, das uns irgendwie aufzubürden. So, ne? Ja. Da einen Buhmann draus zu machen. Und kleine Randnotiz, weil du es erwähnt hast, ne? Du hast noch keine Safe-Schulung gemacht, aber du hast dich eingelesen und so weiter. Von meiner Erfahrung her weißt du dann sehr wahrscheinlich mehr als die Leute, die in Schulung waren. Ich war in Schulung, wir haben auch zum Beispiel einen zertifizierten Safe-Trainer unter unseren Mitgliedern. Ich habe in Unternehmen gearbeitet, die Safe einsetzen und so weiter, war da auch als Safe Scrum Master unterwegs. In den Schulungen wird es nicht erwähnt. Das finde ich eins der größten, also es wäre sogar eine Chance. Sie grenzen sich eindeutig ab mit dem Wording, auch relativ offiziell, aber sie sagen nicht, dass das ein anderes Ding ist. Und viele laufen ins offene Messer, viele Unternehmen, die jetzt Scrum Master einkaufen für ihren Safe-Kontext beim Kunden, die den aber niemals sagen, weil sie es selber nicht verstanden haben, dass das andere Leute sind, andere Kompetenzen. Ne? Größter Punkt ist beim Safe XP, Scrum XP bei Safe, ist der Scrum Master, hat nicht die Kompetenz, in die Organisation reinzuwirken. So, im Scrum Guide ganz klar mit enthalten an mehreren Stellen explizit ausgewiesen, ne, obwohl ja viel zwischen den Zeilen steht. So, ja. Und das ist auch das Häufigste, was ich erlebt habe, die Scrum Master reiben sich dann auf und rennen gegen Wände. Und es wird dann runtergebuttert und dann dürfen sie als erstes gehen. Also ich habe zu wenig Ahnung von der tatsächlichen Implementierung, ich habe es selber nicht erlebt, ich halte so von Standardimplementierung sowieso nichts, weil dafür ist jede Organisation einfach zu unterschiedlich. Ich habe nur ein Problem damit, dass an der Stelle Menschen oder Rollen
genannt werden wie an anderen Stellen auch und dadurch hast du halt eine Überladung des gleichen Begriffs und natürlich entstehen dadurch unterschiedliche Erwartungshaltungen und wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der Product Owner nur aus diesem einen Kontext kennt und das muss noch nicht mal safe sein, das kann auch einfach in die Richtung gehen, ne, dass der Product Owner, die Product Ownerin eigentlich nur die Anforderungen verwaltet, gar nicht selbst entscheidet, dann hast du da natürlich ein Mismatch und sagst, ja, warum soll die Person so mächtig sein, die macht doch eigentlich nur das. Ja, also da kommen einfach verschiedene Realitäten aufeinander. Aber auch damit müssen wir umgehen und weil wir ja eigentlich auch über Future Skills reden, ich glaube, eine wichtige Kompetenz, die wir in Zukunft brauchen an der Stelle, ist das Thema Vermitteln. Also wir müssen die individuellen Perspektiven und individuellen Welten miteinander vernetzen und dafür brauchen wir so eine Vermittlungsfähigkeit, die an vielen Stellen auch mit Empathie zusammenhängt, die aber auch damit zusammenhängt, habe ich die Fähigkeit, die Welt aus den Augen einer anderen Person wahrzunehmen und damit vielleicht auch Sachen zu antizipieren, die für mich gar nicht existieren. Also es kann ja sein, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass du eine bestimmte Sorge hast, ich sehe das Risiko gar nicht, ne? Aber du hast halt die Sorge. In dem Moment, wo ich die Fähigkeit habe, die Welt aus deiner Perspektive glauben, wahrzunehmen oder mich reinzufühlen und so weiter, kann ich damit nämlich auch arbeiten und dann kann ich anfangen auch zu vermitteln und als Product Owner hast du das massiv, weil du halt 1000 Stakeholder hast, die haben alle ihre eigenen Bedürfnisse, die haben alle ihre eigenen Anforderungen. Warum haben die das? Ja, und teilweise haben die Anforderungen, weil in der Geschäftsführung zum Beispiel Ziele nicht richtig definiert worden sind. Und dann hast du zwei Stakeholder, die Anforderungen haben an dein Produkt, aber beide sind da konträr, aber beide haben das in ihren Zielvereinbarungen vereinbart. Und es hängt ihr Geld dran und ähnliches. Ne? Also meistens fällt das nämlich dann irgendwo in der Operativen auf, Genau, wenn man oben irgendwas verkackt hat. Und das finde ich einen sehr schönen Punkt, den würde ich auch gerne nochmal zusammenfassen und auch mit meiner Erfahrung abgleichen. Vor allem, weil wir gesagt haben, wir sehen immer mehr Product Owner außerhalb von Scrum. Ne? Also als Kompetenzset, als Gruppierung von Verantwortlichkeiten sehen wir es halt in anderen Kontexten, auch in anderen Unternehmen. Das heißt, es ist nicht immer ein Scrum Master dabei oder auch ein Team Coach, Agile Coach oder was auch immer. Und damit ist vor allem in skalierten Umgebungen ja noch stärker diese Kompetenz wieder für die Leute in der Product Ownership wichtig. Diese Vermittlung zu machen, diese Übersetzung leisten zu können zwischen der Umsetzung und den Auftraggebern, zwischen einzelnen Stakeholdern und den technischen Leuten, die dann operativ arbeiten und so weiter. Weil sie dann wirklich diese Linking-Pin-Rolle dann ja wieder darstellen. Ohne, bei Scrum haben wir halt das Doppelgespann an der Stelle und viel über den Scrum Master mit abgebildet. Wenn das halt wegfällt in der jeweiligen Product Owner Rolle oder Position im Unternehmen, ist das natürlich wesentlich stärker wieder. Und das sehe ich jedenfalls auch mehr und mehr wieder. Also viele verzichten darauf. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ob das gut oder schlecht ist. Aber das auf jeden Fall zukünftig, wo man sich gut weiterbilden kann. Wobei ich glaube, in jedem Kontext, selbst wenn du einen Scrum Master oder einen Agile Coach in deinem Konstrukt, in deinem Setup hast, du brauchst als Product Owner, um ein gutes Produkt zu schaffen, immer die Fähigkeit, dich in andere rein zu versetzen und zu erspüren, was deren Bedürfnisse sind. Ich glaube, dass bei anderen zwischenmenschlichen Teamthemen und Dingen in der Organisation hilft das, aber ich glaube, das ist eine Product Owner ohne da eine gewisse Gabe, hat es, glaube ich, schwer. Definitiv, ne? Du machst ja nichts für dich, du machst es ja für andere Menschen. Ja. Also es wäre ja fatal, wenn ich ein Produkt nur für mich baue. Wenn ich ein Produkt nur für mich baue, ist relativ einfach, aber das wird sich finanziell und wirtschaftlich nie tragen. Ne? Du investierst viele Ressourcen der Gesellschaft, fokussiert in einem Team für dich, das ist irgendwie Quatsch. Du machst es für andere Menschen und dafür musst du verstehen, was geht mit den anderen Menschen vor, was sind deren Bedürfnisse, deren Probleme, Herausforderungen und so weiter. Und dafür brauchst du sowas wie Empathie, dafür brauchst du so etwas wie Perspektivwechsel, dafür brauchst du ganz viel Social Skills. Ja, und du musst auch zusätzlich handfest, du musst ihre Sprache sprechen. Ne, du musst die Anforderungen verstehen der Leute, du musst reinfühlen in deine Zielgruppe oder auch in andere Stakeholder, ne, die dann nicht unbedingt zu den Nutzern gehören, Geldgeber, Sponsoren, Management etc. und deren Bedürfnisse übersetzen, sodass dann in der Entwicklung das Ganze auch aufgefasst werden kann. Oder andersrum. Ne? Je nachdem kommst du ja vielleicht auch aus dem einen oder anderen Lager und hast deshalb auf einem natürlichen Wege dort auch die Zugehörigkeit und das kulturelle Verständnis und die Sprache. Und dann musst du aber mindestens immer in eine Richtung übersetzen können, wenn nicht sogar in beide. Wenn ich als Product Owner richtig gut wirksam sein kann, dann kann ich dir jederzeit sagen, das ist die Unternehmensvision, das ist die Produktvision, die zahlt so auf die Unternehmensvision ein. Und das, was wir gerade im aktuellen Sprint beispielsweise machen, das Sprintziel zahlt so auf die Produktvision ein. Und der einzelne Task, der jetzt gerade passiert, zahlt so auf das Sprintziel ein. Das heißt,
ich muss als Product Owner eigentlich in der Lage sein, jederzeit jedem aus dem Team, das mit mir arbeitet, klar machen zu kommunizieren oder begründen zu können, warum ist deine Arbeit hier, die eine Stunde, die du gerade machst, für das große Unternehmensziel wichtig. Ja. Nicht im Sinne von, damit drehst du jetzt gerade die ganze Welt, aber du hast einen Einfluss darauf. Und wenn wir alle diesen kleinen Einfluss zusammenbringen, können wir was Großes schaffen. Diese Transferleistung muss halt da sein. Das kriegst du nur, indem du Sachen kommunizierst. Und das kriegst du nur, wenn du mit Menschen redest. Das kriegst du nur, wenn du zuhörst. Mhm. Gibt es, jetzt wo wir schon mal drin sind in diesem Sumpf von Kompetenzen, die man mitbringen muss, was ist deiner Sicht in der Zukunft, oder was wird aus deiner Sicht zukünftig noch relevanter für eine gute Product Ownership, für eine gute Übernahme dieser Rolle? Also es gibt verschiedene Sachen, die relevant sind. Das Thema Umgang mit Komplexität hatte ich eben schon gesagt. Das will ich jetzt mal zur Seite schieben, das haben wir schon angesprochen. Klar. Ich glaube, wir brauchen eine Fähigkeit oder allgemein die Fähigkeit, auch mal mit Unsicherheit klarzukommen. Auch das ist wahrscheinlich recht klar, weil vieles ist einfach unsicher. Deswegen mache ich Agilität, deswegen gucke ich, wo bringt es uns hin. Ich weiß, dass das Ergebnis in 2 Jahren ein anderes sein wird, als das, was ich jetzt erwarte. Ich hoffe einfach, es wird das Beste sein, was wir anstreben wollen. Ich glaube aber, das, was uns alle auszeichnet, und jetzt nicht nur bei Product Ownern, sondern bei vielen Produktentwicklern im Allgemeinen, Produktentwickler jetzt unabhängig von Softwareentwickler, sondern wir entwickeln ein Produkt gemeinsam. Das kann auch UX sein, das kann auch Design sein, das kann sonst was sein. Genau, alle. Dann ist das, also am Ende ist es so eine Art, ja, so ein kindliches Lernen wollen. So ein kindliches Lernen wollen und sich darauf einlassen, dass sich Sachen verändern. Ich merke das, also ich bin jetzt über 40, ja, ich weiß, ne, je älter man wird, aber ich habe das Gefühl, an einigen Stellen werde ich auch weniger flexibel im Lernen als früher, weil ich so Phasen habe, wo ich denke, ja, kenne ich schon, Dankeschön, und ich bügel Sachen ab. Ja, es wird einfacher, das abzutun. Ja, aber das ist, eigentlich ist das, also ich glaube, bei mir in meinem Verhalten ist es falsch, Sachen an bestimmten Stellen einfach schon abzulehnen. Ich glaube, dass dieses Lernen wollen, ich bin auch so ein bisschen lerngeil, muss ich immer gestehen. Ja, und das gehört auch dazu, ne? Sonst könntest du wahrscheinlich gar nicht so gut sein in diesem Product-Bereich, in dem du bist. Und es verändert sich ja auch, der ganze Kontext ändert sich. Ja, viel zu schnell. Du hast das Thema AI, KI, wie auch immer, ne? Und oh Gott, was macht das jetzt hier alles? Ja, also erstens ist es nicht neu. Also so neu ist das Thema nicht. Es ist halt sehr präsent. Ne? Es ist auch in einigen Bereichen einfach jetzt auch mittlerweile sehr gut geworden und praktikabel. Aber ich kann ja überlegen, was macht das jetzt mit mir? Und ich versuche das spielerisch eben, ne, die kindliche Neugier, herauszufinden. Was macht das? Ne, was macht AI mit mir in meiner Rolle, in meiner Funktion? Und ich merke zum Beispiel, ich nutze ChatGPT gerne als, ich sage mal, Taschenrechner für Textaufgaben. Also indem ich zum Beispiel sage, ich habe hier einen Text oder ich habe folgende Anforderungen, schreib mir dazu mal irgendwie Folgendes. Ne? Oder generiere mir mal schnell eine Ad-Hoc-Persona oder was auch immer. Also irgendwie so Sachen, die ich vielleicht gut gebrauchen kann. Dann muss ich die nicht immer alle per Hand machen und nicht alle herleiten. Oder auch mal Text analysieren. Auch das geht okay-ish ganz gut. Auch das kann ich auf einmal machen. Dadurch kriege ich aber auf einmal Zeiten und Raum wieder frei für andere Themen. Aber dadurch ändert sich halt meine Rolle. Ich habe neue Werkzeuge, nämlich welche mit KI-Tools dabei. Da kurz rein, jetzt hast du schon ein paar Sachen aufgezählt, ne? Anforderungen, Textaufgaben, Personas, auch explizit. Verwendest du KI gerade schon noch an anderen Stellen explizit und machst damit gute Ergebnisse und Fortschritte? Oder siehst du Potenziale für Product Owner, wo KI in Zukunft sehr wahrscheinlich sehr, sehr interessant werden könnte? Also Anforderungen, klar, da möchte ich noch ein Beispiel reinbringen. Ich kann eine Anforderung formulieren, die bei ChatGPT reinschmeißen, die kann ja wie ein Epic oder eine Story formuliert sein und sage, brech mir das runter in kleinere Stories. Nur als Beispiel. Ne? Also das kann ich ja schon sehr schnell machen und muss mir nicht jedes Mal nochmal mehr Gedanken vorher zu machen. Wo ich finde, dass es sehr gut hilft, und das ist so ein bisschen die Überlegung, dort ist Kagan eben reingeworfen und das klassische Produktmanagement oder moderne Produktmanagement eher, dann muss ich halt auch ein bisschen Discovery machen, also überlegen, was ist denn das richtige Produkt? Wir wissen, Scrum wird meistens mehr Delivery fokussiert gesehen, also ein Produkt ausliefern und fertig bauen. Ich glaube, da gehört aber genauso dazu, herauszufinden, was sind die richtigen Funktionen, was sind die richtigen Methoden, wer sind die richtigen NutzerInnen und so weiter. Und es gibt Situationen, jetzt habe ich die Pro-Variante von ChatGPT, da kann man auch mit ChatGPT quatschen. Ich liege auch schon mal auf dem Sofa und unterhalte mich mit ChatGPT, wenn ich niemand anders gerade verfügbar habe. Weil wir, wenn wir mit immer weniger Menschen immer mehr erreichen wollen, dann kann es eben sein, dass die auch gerade in Terminen sind, weil wir eben immer
uns abstimmen müssen und ich mal eine Idee habe oder ich will ein bisschen Eindruck, irgendwas zurückgespielt bekommen. Mache ich auch in anderen Bereichen, ne? Nicht nur jetzt bei Product Ownership, sondern auch wenn ich irgendwie Texte schreibe oder ich will ein neues Thema durchdenken, dann schmeiße ich das so rein und guck mal, was an Rückmeldung kommt, die mich wiederum anregen, weiterzudenken. Ich weiß, so ein Large Language Model, am Ende ist es auch nichts anderes als ein Papagei, weil das nur wiederkäuen kann, was irgendwie schon da war. Richtig kreativ ist das vielleicht nicht, aber es kann mir Impulse liefern, mit denen ich wieder kreativ umgehen kann. Genau. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Rubber Ducking auf Steroiden. Ja, sozusagen. Und wir können natürlich auch noch andere Sachen machen. Ne? Also, wenn ich jetzt mal JetGPT zur Seite schiebe und das Thema LLM sogar vielleicht ein bisschen zur Seite schiebe, also natürlich alles mit Generative AI ist super. Ich kann mir irgendwie schnell Bilder bauen, Mockups bauen. Ich kann Prototypen schneller zusammenbauen, damit es so ein bisschen netter irgendwie aussieht, weil ich mehr Material drin habe. Gerade wenn ich irgendwie so User-Generated Content in meinem Produkt hätte. Keine Ahnung, ich mache ein Forum und jetzt sage ich mal, generiere mir bitte einen Forumsverlauf von 3 Leuten, die sich über folgendes Thema unterhalten. Schon kann ich das in so einem Prototyp irgendwie auch meinen Shareholdern, Stakeholdern, wie auch immer, gut kommunizieren, weil ich denen das mal zeigen kann, wie das in echt aussehen könnte, ohne da viel Arbeit zu investieren. Weil wer schreibt da schon die Texte für sowas, ne? Nur mal eine Demo zu haben oder ein nettes Bild für eine Präsentation zu haben. Das finde ich schon ganz gut. Und das allgemeine Thema Mustererkennung, was hier eben auch dazu gehört, wenn ich jetzt KI, also so Algorithmen oder neuronale Netze im Allgemeinen zum Beispiel nutze, das klingt so, als wäre ein Algorithmen-Unterteil von, ihr wisst, was ich meine, schlag mich nicht dafür. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, aber ein Beispiel, du kriegst ganz viele Bilder an verschiedenen Stellen und du musst die irgendwie interpretieren, ne? So wie Handschrifterkennung, was irgendwie so das Erste ist, was alle, die neuronale Netze bauen, auch mal ausprobieren. Dann hast du halt einen Scan von einem Buchstaben und das kannst du irgendwie ist ja auch KI, ne? Das neuronales Netz, dass das dann interpretiert. Und ich finde, wenn wir das dann lernen und auch jetzt, deswegen finde ich das gerade ganz gut zu verstehen, was sind so die Möglichkeiten, auch mit Texterfassung, Transkription, ne? Dann hast du auf einmal Sachen, da steht unten immer schön, was die Leute gerade reden. Das funktioniert über neuronale Netze halt extrem zuverlässig, weil das Mustererkennung ist. Und meine Wette, die ich so ein bisschen eingehe oder gerne ausspreche immer, ist, in 10 Jahren werden wir viele Filme nicht nur im Fernsehen, sondern auch Kino und so weiter sehen, die in den Staaten gedreht worden sind, auf Englisch gedreht worden sind. Die sind auf Deutsch vielleicht sogar auch manuell noch synchronisiert, ganz klassisch. Das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile so bleiben, alleine aus historischen Gründen. Aber dass der Mund von dem Schauspieler über über ein neuronales Netz überarbeitet worden ist, damit es dann wieder zu der deutschen Tonspur passt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Genau, da wird ja schon dran gearbeitet. Ja. Die Frage ist ja immer, ne, wie ist die Marktdurchdringung, wie schnell ist es auf dem Markt, wie schnell hat es die Breite und so weiter. Genau, ich glaube aber 10 Jahre ist realistisch. Ja, locker. Und da sind wir auch wieder bei Vermittlung und bei Sprache sprechen und so weiter. Ne? Jetzt stell dir vor, du hast nicht nur im Zoom-Call die Captions mitlaufen und das Protokoll, sondern auch die Übersetzung. Und ich meine nicht nur in echte gesprochene Sprache, sondern von Auftraggeber zu Tech zum Beispiel auch. Ne, dass jeder tatsächlich die Worte, die du dann erzählst, stell dir mal eine Visionspräsentation vor, wo jeder einzelne Stakeholder in seiner Sprache deine Geschichte angepasst dann wiederbekommt. Ne? Nicht nur in Schwäbisch, Sächsisch, Hochdeutsch, sondern tatsächlich auch mit bestimmten Fachjargon. Ne? Da muss ich gerade dran denken, ich glaube, es war Dave Snowden, der das erzählt hat, dass er mit vielen Kunden schon gute Erfahrungen gemacht hat. Die User Stories ist ja üblicherweise, dass wir die Sprache des Kunden versuchen zu lernen und dann die Technik dorthin zu übersetzen. Und er hat genau das andere ausprobiert. Er hat versucht, den Fachleuten, der Fachabteilung und Kundenvertreter und so weiter, die mit den Technikerinnen gesprochen haben, also mit den Entwicklerinnen gesprochen haben, versucht, mit deren Sprache beizubringen und hat dafür abgewandeltes Material, Unterstützungsmaterial für Eltern mit autistischen Kindern an die Hand gegeben. Wir haben ja auch statistisch gesehen einen überdurchschnittlichen Anteil an partiellem Autismus in der Tech-Branche grundsätzlich. Ja, sind sehr viele neurodivergente Leute dabei. Und sowas finde ich dann interessant. Ne? Da habe ich noch nicht zu gesehen, weil das sehr nischig ist. Aber das finde ich vor allem im Sinne von Product Ownership, ne? Dass ich sagen kann, hey, hier ist meine Präsentation, hier ist mein Text, hier ist mein Pitch-Deck. Übersetzt mir das mal in die und die Zielgruppe. Ne? So wie wir jetzt schon sagen, hey, ChatGPT, erklär es mir wie ein 5-Jähriger, sondern erklär es mir wie der CEO von Google oder von Rheinmetall. Und dann wird's interessant.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, einige Sachen brauchen noch relativ lange, weil es dann teilweise auch mit individuell angepassten Sprachmodellen einhergeht. Ne? Also wenn du was erzählst und soll in der Art und Weise, wie ich halt denke und spreche, diese Transferleistung soll so ein bisschen unterstützt werden, dann muss es halt sowohl dein Sprachmodell oder dein mentales Modell für deine Sprache, als auch mein mentales Modell für meine Sprache kennen. Da steckt eine ganze Menge Potenzial hinter. Wir müssen auch, und das ist so eine Herausforderung, die ich auch in Zukunft sehe, Nachhaltigkeit bei KI. Weil das ist eine Gefahr, die immer mitschwebt. Das ist ein Schattenthema leider, ja. Momentan ist KI halt total teuer. Also so ein Request ist echt teuer, was CO2 angeht. Die Rechenzentren brauchen Wasser, die zur Kühlung und so weiter bereitstehen. Wir können halt auch massiv Daten erzeugen, aber jedes Gigabyte, das wir haben, braucht halt Speicher und muss gekühlt, bestromt werden und so weiter. Und wenn ich jetzt weiß, dass eine normale Suche, ich weiß gar nicht, ich bin nicht so sicher da drin, ne? Aber irgendwie das 20. ein Zehntel oder so an CO2-Produktion hat, als zum Beispiel eine KI-Suche oder wenn ich KI dabei nutze oder eine Abfrage, dann ist das etwas, wo ich auch überlegen muss, das, was ich an der Stelle mache, ist das den Ressourceneinsatz wert? Und es wird Sachen geben, wo ich dann genau deswegen auf klassische oder alte Techniken zurückgreife, Verfahren zurückgreife, weil die einfach vom Kosten-Nutzen auch mit diesem Impact besser sind als die neuen modernen Sachen. Genau, wenn wir einmal durch das Investoren-Hype-Thema dann durch sind und sich dann der Markt wieder und die Kostenlage auch wieder normalisiert hat und wir dann auch wirklich, ne, weil aktuell, da kriegen wir auch alle so extrem viel Zugriff, also Normalsterbliche so viel Zugriff zu den ganzen Language-Modellen und tralala, weil die natürlich mit unseren Nachfragen auch wieder trainiert werden. So, ne, das rechnet sich so halbwegs, aber das wird irgendwann abgeschnitten. Ne? Die Kosten werden teurer, die Abos werden auch steigen und so weiter, wenn das erstmal im Markt etabliert ist. Und dann, genau, da wird nochmal eine ganz andere Ausgleich stattfinden. Und irgendwann werden die großen Player, völlig egal, ob die wirklich an Nachhaltigkeit denken, einfach auch aufs Konto gucken und feststellen, eine billige Suchanfrage, die wir früher schon immer gut beantworten konnten, warum müssen wir jetzt die 10-fache Menge Strom oder 20-fache Menge Strom dafür raushauen? Genau, ja, genau. Im Moment, wenn der Beifang noch ist, wir trainieren unsere neuen Systeme und kriegen sie dadurch besser oder mindestens so gut oder so, ja, dann mag das ein Investment sein für eine Zeit. Ja. Ich habe letztens noch einen schönen Beitrag gesehen, ich glaube es war auf Heise, da wurde ein Forschungsartikel zitiert, dass wir auch irgendwann auslaufen mit den verfügbaren Daten überhaupt, um unsere KI, also die Modelle überhaupt zu trainieren. Und der Inzest, wo irgendwie nach 2-3 Generationen, wenn du Fotos von Menschen erzeugst, irgendwie sehen die auf alle gleiche Haarfarbe, ähnliche Frisur und so weiter. Alles weiße alte Männer. Ich glaube, in dem Beispiel waren es keine keine alten Männer, aber zumindest waren es alles braunhaarige Menschen mit der gleichen Haarfarbe und so weiter. Aber auch hier, ich glaube, wir werden an vielen Stellen dahin kommen, dass wir als Product Owner, als Product Manager, wie auch immer, Tools haben, die für uns versuchen, bestimmte Muster zu erkennen. Aber damit das überhaupt funktioniert, zum Beispiel indem ich jetzt sage, schau dir das Product Backlog an und sag mir, wo sind die größten Risiken oder ähnliches, brauche ich halt erstmal die Lerndaten und die gibt es nicht in ausreichender Menge. So mein persönlicher vor allem keine subjektiver guten. Eindruck. Das ist ja das Problem. Richtig. Die brauchen eine entsprechende Qualität. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung sein. Und auch wenn wir von unseren Produkten reden, du brauchst ja kein KI-Tool. Du hast ja nur ein Produkt, wo KI mit drin ist. Es ist ja ein Feature, kein Produkt. Du hast es dann irgendwo da drin. Da muss dir immer klar sein, du musst halt auch die guten Daten, es muss halt gut trainiert sein. Das muss gut trainiert sein. Das ist wie ein Fußballspieler. Du brauchst einen Fußballspieler, der muss halt gut trainiert sein. Wenn er die Technik nicht kann, die Grundlagen nicht kann, das nicht gelernt hat als solches, kann der nicht halt gut spielen. Und wir haben eine Normalverteilung auch. Ne? Ja. So ganz klischeehaft, ne? Für Product Owner wäre es halt super, wenn KI mir helfen könnte, User Stories zu schreiben zum Beispiel oder ein bestimmtes Anforderungsformat. Aber wie viele gute User Stories hast du denn schon mal gesehen, die man wirklich da füttern sollte? So, die meisten sind halt nicht geil, so dass ich sagen kann, hey, das ist meine Anforderung, kannst du mir mal 3 Vorschläge für den Mehrwert geben, der in meinen Produktkontext passt? So, ne? Ja, aber hier ist doch so eine Fähigkeit, die irgendwie auch ganz viele benutzen, nämlich mach immer nur so viel, wie notwendig ist. Und wenn du halt eine Weile mit so einem Team zusammenarbeitest und den Stakeholdern und so weiter, dann ist irgendwann, okay, wie viel Aufwand muss ich eigentlich hier noch betreiben? Lohnt es sich jetzt wirklich umfangreiche Sachen zu schreiben, das klein aufzuteilen und so weiter, oder wissen wir schon, was miteinander gemeint ist? Und ich sehe es nämlich tatsächlich so, viele Product Owner, die ich am Anfang unterstütze, schreiben erstmal okay Stories, dann werden die irgendwann gut und dann werden die wieder irgendwann schlecht. Also nach Außenperspektive. Aber für das Team, mit dem diese Product Owner gerade arbeiten, ist das vollkommen ausreichend, weil die wissen, die diskutieren trotzdem, es funktioniert genauso wie es sollte, aber es sieht erstmal schlecht aus, ist es aber nicht. Problem ist nur an diesen Stellen dann, wenn Leute aus dem Team halt wechseln, ne? Also wenn so ein Product Owner dann geht und jemand anders denkt, oh Gott, was hat der denn da für einen Backlog gehabt, ne? Oder es gehen Entwickler, vielleicht auch mal ein ganzes Team, weil es vielleicht extern eingekauft war und der Vertrag ausläuft, wie auch immer.
und dann funktioniert es nicht mehr. Ne? Also oder du ich holst dir so sehe, einen glaube ich, halbgaren mehr Berater schlechter rein, der als da gute einmal Storys. raufguckt. So. Ja. Und das Ja. ist ja ein Kommunikationsmedium und bei Kommunikation sehe ich das, ist also meine Erfahrung, komplett in der Breite auch. Ne? Es wird, wenn du die verbessert, die Kommunikation, erstmal im Team auch und mit den Umfeldern, dann wird mehr geredet, dann verständigt man sich besser. So, dann wird immer mehr bis zu dem Peak und dann wird wieder weniger geredet. Ne? Das ist genauso wie bei Einsatzkräften. So im Sprechfunk bei der Feuerwehr ist halt Bitte und Danke untersagt, weil es halt nicht notwendig ist und auch nicht passend für den Kontext. Und irgendwann lassen wir nämlich diese ganzen Kontextinformationen weg. Wir sind weniger höflich. Wir fragen nicht immer, ob ich dir Feedback geben darf, sondern wir sind in der Retro, natürlich gebe ich dir jetzt Feedback. So, ne, jetzt bin ich dran, jetzt zack und dann ist deine Zeit auch respektiert. Ja, ganz eindeutige Entwicklung. Das ist aber auch bei jedem Team so, ne? Also du hast am Anfang immer so eine Orientierung, wir müssen ganz viel machen und dann machst du sehr viel explizit, dann hast du irgendwann Verständigungen, dann hast du halt eine Normierungsphase, dann hast du auf einmal vieles implizit auch, weil wir haben das jetzt gemeinsam so erarbeitet, wir wissen noch, wie der andere tickt, ne? Wir müssen das jetzt nicht jedes Mal, und ja, in unserem Team macht man das so. Das haben wir irgendwann vereinbart, jetzt macht man es einfach so, es ist implizit nirgendwo aufgeschrieben und jetzt kommen externe Einflüsse, andere Menschen und dann haben die Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Ich würde gerne noch mal kurz einen Bogen schlagen. Wir müssen ein bisschen auch auf die Zeit gucken, habe ich im Blick. Neben KI, wie ist so deine Sicht des Marktes gerade, so Markttrends angeht? Gibt es bestimmte Kompetenzbereiche, die in naher oder mittelfristiger Zukunft für Product Ownerinnen besonders interessant werden? Gibt es gerade so, oder ist es branchenspezifisch, unternehmensindividuell? Gibt es bestimmte Sachen, User Experience, wir haben über Visionen ja schon gesprochen, gibt es gerade Themen, die du bemerkst, dass sie stärker behandelt werden müssen, auch demnächst? Ich hatte eben schon das Thema Product Discovery angesprochen. Also ich sehe viele Product Owner, die sich wünschen, mehr aus ihrer Rolle herauszukommen, mehr auch strategische Entscheidungen zu treffen. Die meisten haben gar nicht die Fähigkeiten, also nicht die Fertigkeiten dafür, weil sie es noch nicht erarbeitet haben, weil sie die Techniken vielleicht noch gar nicht kennen, aber auch das Mindset dahinter noch nicht verstanden haben. Das sind dann Menschen, die sind im Regelfall irgendwie so 2-3 Jahre vielleicht in ihrer Rolle. Das Thema Product Discovery bedeutet ja, dass ich mir überlege, was ist denn das Richtige, was ich für das Produkt bauen soll? Was braucht denn die Menschheit, die Leute, die das betrifft und so weiter? Und nicht, was glauben wir, was wir liefern müssen. Und da sind ganz andere Skills auf einmal notwendig. Empathie lasse ich jetzt mal außen vor, hatten wir eben schon besprochen. Aber dass ich dann halt auch Sachen, die ich als Glaubenssatz mitbringe, Menschen erwarten doch bei einer Website oben links das Logo, auf das ich klicken kann, um zur Startseite zurückzukommen, dass ich die hinterfragen muss teilweise. Also ich muss auf einmal meine Entscheidungen mehr datenbasiert treffen können, muss also Daten vertrauen können, muss Daten verstehen können, muss Daten vielleicht auch erfassen können, je nach Kontext. Ich freue mich immer, wenn da User Researcher dabei sind, die das für mich machen können, die halt eine höhere Expertise auch da drin haben. Aber ich muss das verstehen. Ich muss ganz viel lernen, was bedeuten welche Zahlen, was bedeutet welches Verhalten, um daraus dann ableiten zu können, immer in Form einer Wette, was glaube ich denn, was ich ändern kann, um dann aber auch später nochmal diese Daten wieder anzuschauen. Und das ist etwas, das gehört für mich eigentlich zu einem Scrum Product Owner zum Beispiel dazu, nach meinem Verständnis, was ich bisher von Safe und anderen Frameworks zum Beispiel habe, weniger. Ne? Also da nochmal die Unterscheidung auf Product Owner. Ja, da ist die Rolle anders gestuft, ne? Du hast dann Business Owner und so weiter. Genau, aber ich glaube, dass sich das wandelt. Ich glaube, dass auch, du hattest Marty Kagan gesagt, auch durch seine Arbeiten und auch viele andere Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, wird sich die Rolle als Product Owner nochmal weitere differenzieren in Leute, die halt sehr stark in diesem Produkt arbeiten. Die brauchen Product Discovery Skills. Die müssen halt fähig sein, irgendwie auch herauszufinden, was das Richtige ist. Und dann wird es Menschen geben, die halt auch von sich aus, auch weil sie so gepolt sind, eher im Delivery, also Product Delivery Fokus sind. Gib denen was immer es ist, die machen es dir halt fertig. Ja. Ist auch gut. Ich glaube, wir brauchen am Ende beides für einen Erfolg. Das wird sich nur so anteilig die ganze Zeit wechseln. Aber ich muss die Flexibilität im Kopf haben, dass ich beides machen kann und vor allem, dass ich immer Sachen auch hinterfrage. Tim von den Produktwerkern sagt immer ganz gerne, höre zu wie der größte Kritiker, wenn jemand über dein Produkt spricht. Und das heißt, du musst auch dann nochmal Sachen, die du als Glaubenssatz quasi im Kopf hast, immer wieder hinterfragen. Wenn du sagst, das ist doch super, das Tool. Oder hier, das Feature, was ich habe, ist mega, das brauchen wir nicht mehr anpassen. Hör zu, vielleicht musst du es nämlich doch mal wieder anpassen, damit du noch mehr rausholen kannst. Genau, sich da gar nicht drauf ausruhen, ne, sondern alles hinterfragen. Wirklich eine unschuldige Neugierde immer wieder an den Tag bringen, ne, und alles wieder neu auch entdecken. Ja, wie der größte Kritiker, wie ein neuer Kunde, wirklich mit frischem Gesicht. Nochmal einen Schritt weiter, wenn du Leuten weiterhilfst mit deinem Podcast, mit deinen Dienstleistungen, Beratungsbereich und so weiter. Was sind was sind eigentlich die Bücher aus dem Themenbereich Product Ownership, die du am meisten empfiehlst und sogar verschenkst?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Hinter dem Greenscreen ist ein Riesenregal mit Büchern, die, ich sage mal so, zu 80% gelesen sind. Also nicht 80% der Bücher sind gelesen, sondern von allen Büchern habe ich wahrscheinlich im Schnitt 80% gelesen. Womit ich gerne einsteige, sind tatsächlich so Klassiker von Roman, also Roman Pichler, agiles Produktmanagement mit Scrum. Einfach nur für den Einstieg, weil die Frage ist ja immer, wo stehe ich denn als Mensch? Wie ist mein Kontext und was brauche ich in meinem Kontext, um meinen Kontext ein bisschen auch verändern, um meine Rolle auch ein bisschen verändern zu können. Ich finde, der Romansbuch ist da ein guter Einstieg, wenn man noch nicht agil gearbeitet und nicht so viel gearbeitet hat, wenn man so mal so eine oberflächliche Einführung haben muss in das Thema Scrum, in das Thema User Stories und so weiter. Und es ist deutschsprachig, das macht die Barriere nochmal geringer. Da finde ich es einen wirklich guten Einstieg. Und ich mache das gerne, je nachdem, in welcher Organisation ich bin, wenn ich mehrere Menschen habe, die gerade in diese Rollen rein sollen oder reingefallen sind, ja, auch das passiert, dass man das Buch gemeinsam liest und sagt, wir machen jetzt einen Buchclub, ein Kapitel, eine Woche, und danach reden wir gemeinsam drüber, was haben wir denn. Und dann kommt es sehr auf den Kontext an, in dem ich mich bewege, was ich brauche. Es gibt Leute, die ich begleite, die haben halt nicht mehr ein Team, die haben halt 5 Teams oder die haben halt auch 6 Product Owner unter sich, sind selber gar keine Product Owner, sondern Product Leads oder Head of Department oder was auch immer. Auch solche Kontexte gibt es. Da bin ich dann vielleicht auch wirklich so Sachen von Marty Kagan wie Transform zum Beispiel, das aktuelle Buch, wo es so ein bisschen um so ein Product Operating Model geht, wie kann ich das irgendwie abarbeiten. Dann gibt es andere, da empfehle ich zum Beispiel Don't Make Me Think von Stephen Krug, ja, wo ich sage, okay, hier geht es eigentlich so ein bisschen darum, eine Perspektive für die Nutzenden zu schaffen. So, ne, lass mich nicht denken um Probleme und so weiter. Kann auch mal ein Buch sein von Don Norman, Design of Everyday Things, wo ich sage, bei dieser Person geht es vielleicht gerade mehr um das visuelle Gestalten oder das Designen von irgendwie auch Erlebnissen oder ähnliches. Und dann kann es auch was ganz anderes sein, dass ich sage, schau dir mal ein Computerspiel an, ein bestimmtes. Es gibt zum Beispiel, ich spiele ja sehr gerne Computerspiele. Ne? Ich bin ja eigentlich ein kleiner Nintendo-Fan. Ich bin so ein Nintendo-Fanboy, will ich schon fast sagen. Ich wurde mal gefragt, mit welchem UXler ich am liebsten mal zusammenarbeiten wollen würde, wenn ich mir einen beliebigen aussuchen könnte. Und dann bin ich halt eher so bei Shigeru Miyamoto mit Mario und Super Mario und so weiter entwickelt. Das finde ich irgendwie spannend, weil da sein Ansatz war so, ich wollte das Erlebnis, also das allererste Zelda-Spiel, da gehst du am Anfang direkt in eine Höhle rein und findest ein Schwert. Und der erzählte so, ja, ich hatte so als Kind dieses Erlebnis, da so eine Höhle und da bist reingekrabbelt, hast dann irgendwas Spannendes entdeckt und so und das wollte er in ein Computerspiel reinbringen. Ja. Das finde ich mega. So dieses Adaptieren, ne? Das finde ich mega. Und natürlich muss ich dann auch überlegen, was will ich hier an dieser Stelle eigentlich adaptieren? Und ich sage dann immer, schau dir mal ein Spiel an. Ich habe letztens eine schöne Dokumentation auf YouTube gesehen von dem Spiel Vampire Survivor. Das würde jetzt nicht vielen Leuten unbedingt was sagen, aber das ist sehr erfolgreich, hat aber eine ganz schön schräge Optik. Aber also sieht echt billig aus, ne? Also mit billigen Assets gemacht. Wo eine Person Grafik nebenbei. Hat keiner gedacht, dass das was wird. Ja, ehrlicherweise von einer Person und die baut das Ganze in JavaScript und lässt das dann von, ich glaube, 2 oder 3 anderen Leuten in anderer Programmiersprache nochmal nachbauen, damit das dann auch vernünftig läuft. Es gibt von NoClip, das ist auch ein YouTube-Kanal mit also Dokumentation über Videospiele. Fand ich mega spannend, weil dann ist die Frage, okay, was packen wir als nächstes? Ja, es darf nicht zu gut aussehen. Warum? Weil die halt so ein Gefühl dafür haben, die wollen halt so ein bestimmtes Erlebnis schaffen. Ne? Es soll sich halt eben auch so ein bisschen, ich will nicht sagen shady, aber so ein bisschen ranzig, ja, so Guilty Pleasure. So das muss einen gewissen Stil treffen, ja. So grungy. Genau. Und das ist auch okay. Wenn du weißt, was deine Zielgruppe braucht, wenn du ein Gefühl dafür hast, du machst Experimente, guckst, was passiert und wie fühlt sich das an, was kriegst du für Rückmeldungen, dann ist das mega gut. Und dann sage ich, schau dir mal irgendein digitales Produkt unter diesem Aspekt an. In meinen Trainings zum Beispiel sage ich am Anfang, so Willkommensübung, ne? Hier, schreibt mal alle eure Namen auf, Rollen, Erwartungsseminar und so weiter, bla. Aber ich sage auch immer, schreib bitte dein Lieblingsprodukt auf und ein Produkt, von dem du glaubst, das braucht die Welt eigentlich nicht. Und dann hast du ganz schnell Diskussionen, die mega geil sind. Mega geil. Und dann bist du schon mittendrin. Ne? Ja. Dann sagt der eine, hier meine AirPods, hier meine Uhr, hier die folgende App, hier mein Einkaufswagen, was weiß ich. Ne? Also irgendwas, worüber die Menschen auf einmal reden, wo du merkst, guck mal, da kommen Emotionen hoch. Und das ist bei Computerspielen zum Beispiel auch sehr stark der Fall, deswegen nehme ich das immer ganz gerne noch mit rein. Deswegen ist gerade meine Ausweichung auf Computerspiele weg von den Büchern. Aber okay. Ich glaube, die wichtigsten Bücher habe ich gerade so gesagt, die ich standardmäßig empfehle. Es gibt noch viele mehr, aber da ist es sehr kontextabhängig. Ne? Strong Product People, Petra Wille zum Beispiel. Ja, auch das finde ich ein super Buch. Finde ich ein großartiges Buch, aber das ist halt nicht für jeden was, sondern ist vielleicht etwas, wo ich sage, du brauchst das gerade und für andere ist das viel zu weit weg. Und für andere schon längst Usus. Also von daher bin ich da eher ein bisschen flexibel und dynamisch. Okay. Agil. Ja. Apropos Zielgruppe, wenn du mal an dich selber denkst,
Ne? Du musst dich ja auch weiterbilden, um andere weiterzubilden, ne? Dich in neue Themen einarbeiten, damit du andere unterstützen kannst. Was sind denn deine persönlichen Future Skills? Was sind, gibt es Konferenzen, Weiterbildungsangebote, Bücher, Kurse, was auch immer, die du jetzt schon mal rausgesucht hast, konkret schon gebucht oder die du auf dem Schirm hast, wo du demnächst reinsteigen wirst? Also im Sinne von konkret gebucht, ich bin demnächst tatsächlich mal bei Marty Kagan bei dem Transformed Workshop, um da mal noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich habe Fragen, die würde ich gerne geklärt haben. Aber das letzte, was ich zum Beispiel gemacht habe, war eine Fortbildung, oder das erste, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eine Fortbildung im Bereich Großgruppenmoderation. Ah, ja. Jetzt muss man ja dazu sagen, ne? Also ich arbeite gerade als Product Development Coach, ich helfe Gruppen auch, ne? Also hast du ein Team von oder eine Firma mit 30, 60 Leuten, die brauchen mal eine klare Vision, aber irgendwie gemeinsam, dann helfe ich denen auch, das irgendwie gemeinsam zu machen. Aber das sind soziale Prozesse, die waren mir vorher so gar nicht klar und was kann ich wie, wo machen, was hilft mir auch meine Wirksamkeit dabei zu erhöhen, weil meine Moderation ist ja auch ein Produkt, das ich anbiete. Ja. Deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, ich in meiner Rolle, in meinem Kontext, in meiner Situation habe das immer mehr, dass ich nicht nur eine Person oder 2 Leuten helfe, sondern auch schnell mal 20 Leute da stehen habe und denen irgendwie helfen muss, Sachen zu verstehen. Das Zweite, was ich so habe, ist, es gibt verschiedene Konzepte, wo es so ein bisschen um so Neurowissenschaften geht und wie kann ich das in Lernprozessen berücksichtigen, wie kann ich aber auch zum Beispiel, es gibt das Konzept Training from the Back of the Room, wo ich gar nicht mehr selber alles frontal beriesel, sondern den Menschen quasi helfe, selber Sachen erschließen zu lassen. Auch da sind Konzepte bei, die ich in meiner Verantwortung als Product Owner mega geil finde, weil ich muss natürlich die Menschen irgendwie, also wir müssen halt gemeinsam reisen. Ich will nicht sagen mitnehmen, weil das immer so ein bisschen überheblich klingt, als würde ich wissen, wo es hin muss. Aber dass wir zumindest gemeinsam gehen und ich muss Gruppen helfen, dass sie bestimmte Erkenntnisse erlangen können. Egal, was sie inhaltlich die Erkenntnis ist. Ne? Ich muss nur sagen, okay, wir haben hier Menschen, die unser Produkt benutzen. Warum benutzen die das eigentlich? Was sind deren Herausforderungen? Dann will ich meinem Team, uns als Organisation vielleicht auch helfen, diese Erkenntnisse zu erlangen und zu verarbeiten. Egal, wie das Ergebnis hinter ist. Ne? Aber wir müssen damit umgehen können. Und deswegen glaube ich, ist so, worum ich mich persönlich gerade kümmere, vor allem, wie können Menschen miteinander zusammenarbeiten in größeren Gruppen und wie kann ich meine persönliche Wirksamkeit besser skalieren. Liegt aber auch natürlich, ne, als oller Berater, Externer und vor allem Speaker ist das halt genau das, was ich eigentlich gerne mache. Ist vielleicht jetzt nicht so repräsentativ. Ja. Danke. Jetzt drehen wir das einmal kurz um, dann gehen wir nämlich auch ins Ende rein. Aber noch ganz schnell. Was sind denn Gewohnheiten von Product Ownern, Aspekte von Product Ownern, die du überhaupt nicht leiden kannst? Gibt es da was? Ja. Was machen die Leute immer falsch? Ja. So ganz wertschätzend. Ganz wertschätzend. Ich freue mich immer darüber, wenn ein Product Owner oder eine Product Ownerin mir sagen kann, wie teuer ihr Team ist pro Tag. Und wenn das nicht passiert, glaube ich, ist das ein Problem, das Product Owner aber sehr oft machen. Also ich glaube, sehr viele Product Owner kennen die wirtschaftlichen Kosten für ihr Team nicht. Und ich habe eine Daumenregel. Das ist eine absolute Daumenregel. Die wird in vielen Fällen nicht stimmen, aber kommt annäherungsweise so gut hin. 500 Euro für einen Tag intern, also ein interner Kollege oder Kollegin, und 1000 Euro für externe. Pi mal Daumen. Ist vielleicht auch komplett falsch, aber ungefähr. Und alleine, wenn ich dann sage, ich habe ein 10-köpfiges Team, ja, ich weiß, zu groß, aber leichter zu rechnen. Und ich habe einen 2-Wochen-Sprint, also 10 Arbeitstage. Habe ich ja 10 mal 10 und jetzt kosten die auch noch, alle extern, auch noch 1000 Euro. Dann bin ich bei fucking 100.000 Euro pro Sprint. Pro Sprint, die ich verantworte. Und deswegen muss ich eigentlich bei allem, was ich mache, immer hinterfragen, was bringt es denn auch? Weil das ist der Ressourceneinsatz auf monetärer Seite, die ich investiere. Und es gibt viele Product Owner, die können das nicht. Das ist so meine allererste Übung, die ich wirklich mit allen mache. Und die meisten haben die Sachen noch nicht auf dem Schirm. Wie teuer ist dein Team pro Tag? Weil ich dann nämlich auch anfangen kann, mit Stakeholdern darüber zu argumentieren, das, was du hier willst, kostet uns 3 Teamtage. In meinem Beispiel gerade 30.000 Euro. Das spart dir aber pro Woche eine halbe Stunde Arbeit. Halbe Stunde Arbeit pro Woche und dafür zahlen wir jetzt einmalig 30.000 Euro. Dafür kannst du sehr lange Leute einstellen, so Werkstudierende oder ähnliches, die diese Aufgabe vielleicht einfach manuell machen. Und da freue ich mich immer, wenn das Product Owner anders machen. Was mich auch sehr stört, ist, wenn man in eine Opferhaltung reingeht. Das passiert leider sehr schnell. Ich kann sehr schnell, ich muss die ganze Zeit nur Sachen abarbeiten. Ich sage immer OFS, ne? Operativer Fuck-Scheiß. Ich komme nicht mehr dazu, weil ich nur OFS habe. Die machen keine Discovery, weil sie nur noch Delivery machen müssen. Das ist aber ein Glaubenssatz, den die haben. Ja. Meistens ist es ein Glaubenssatz. Und in dem Moment, wo ich Sachen aktiv hinterfrage,
kann ich auch sagen, ich brauche dafür Lücken. Es gibt Kontexte, da kannst du nicht aus dieser Rolle raus, weil die so tradiert ist. Dann ändere den Kontext. Entweder indem du mit den Leuten redest oder indem du woanders hingehst. Beides möglich. Oder find dich damit ab. Ich glaube aber, die meisten Product Owner können viel stärker sein, wenn sie nicht nur in die Delivery reingucken, sondern auch in die Discovery reingucken und damit einen holistischen Blick auf das Produkt nehmen. Okay. Letzte Frage. Gibt es eine Sache in Bezug auf Product Ownership, von der du absolut überzeugt bist, die du aber leider nicht beweisen kannst? In Bezug auf Product Ownership. Oder Product Ownerinnen? Naja, Thesen habe ich ja jede Menge. Vielleicht kann man auch die eine oder andere irgendwann mal beweisen, ich weiß es nicht. Was ist denn die steilste These, die du hast? Ja, das ist immer so absolutistisch. Da fällt mir gerade keine ein, wo ich sage, das ist die beste, aber ich will mal eine reinschmeißen. Mhm. Ich glaube, dass die meisten Organisationen mehr Wert produzieren könnten, wenn Product Owner mehr empowered sind bei der Organisation. Mhm. Das kann ich nicht beweisen. Das ist eine Aussage, die wir in ähnlicher Art und Weise auch im Scrum Guide finden. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir die Menschen, die gerade mit dem Team gemeinsam ein Produkt bauen, es ausliefern müssen, es vielleicht sogar betreiben müssen, es aber teilweise ja Gott sei Dank auch gestalten dürfen, wenn wir denen mehr Möglichkeiten der aktiven Gestaltung geben. Dann ich glaube, dass, weil die dann dieses Wissen eben aufbauen, auch mit dem Team gemeinsam, hoffentlich ja auch auf Augenhöhe, mit jede Menge Experten in diesem Team, ne? Also die Software bauen, die designen und so weiter, dann können die echt geile Entscheidungen treffen und gute Sachen machen. Nur in Konzernen sehe ich das vor allem in sehr unterschiedlichen, in denen ich gerade auch als Berater unterwegs bin, da sehe ich dann, da ist so ein operatives, so ein strategisch-operatives Pseudo-Konstrukt drumherum, Politik, dass meistens die Leute davon abhängt, richtig gute Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das ist mal vielleicht sogar meine steilste These, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also ich glaube auf jeden Fall, dass vielen Product Ownern, die ich kenne, ist das Herz aufgegangen. Die würden auf jeden Fall einen großen, dicken, fetten Haken an diese These hängen, auch wenn sie wahrscheinlich auch nicht belegen können. Ja, genau. Aber ja, vielleicht bin ich auch durch meine eigene Erfahrung als Product Owner da vorgeprägt, ne? Also es kann auch sein. Aber ich könnte es jetzt halt auch nicht beweisen. Und das ist das Problem bei Organisationen. Ich kann halt nicht einfach sagen, ich nehme die jetzt mal, ich klone die komplett, alle Menschen, alle Kommunikation, alle Kultur. Ja. Und in der einen darf der das, in der anderen darf der Genau, wir lassen das jetzt mal parallel laufen als Experiment. Das geht halt nicht, ne? Und selbst wenn wird es keiner bezahlen. Ja. Es gibt ein schönes altes Buch, Der Termin. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, aber da ist ja im Grunde der ehrwürdige Führer der Nation, oder wie er heißt, macht ja genau das. Ich habe ganz tausende Entwickler und darf jetzt ja alles machen und mache dann halt so Experimente und gucke, was gut funktioniert. Dann hast du irgendwie ein Team mit 20, das besser ist als ein Team mit 200 und so weiter. Ne? Also putting more people into late products projects und so weiter. Und ich glaube, das kannst du halt auch nicht beweisen, aber am Ende glaube ich das. Oder schwer. Und selbst wenn du es beweist, also es gibt ja genug Aspekte in unserer Arbeit, die mechanisch und faktisch beweisbar sind, aber so intuitiv, dass die Leute es sowieso nicht glauben. So, selbst wenn du denen die Fakten präsentierst, dann ist es das Bauchgefühl am Ende, ne? System 1 schlägt System 2. Ja, und mit der Sackgasse müssen wir jetzt auch einmal Schluss machen. Wir sind da leider am Ende angekommen. War ein wunderbares Gespräch. Danke, Dominik. Und du hattest vorhin schon bei KI den Nachhaltigkeit erwähnt. Und natürlich haben wir auch für dich, weil wir heute so viel Licht anhaben und das Ganze auch über den digitalen Ether schicken, als kleinen Ausgleich einen Baum gepflanzt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Koordinaten kriegst du per Mail zugeschickt, dass du beim nächsten Urlaub schmeiß mal rüber. Von der Ostsee aus dann auch mal kurz rüberfahren kannst, dir das dann ganz angucken. Damit vielen Dank an dich. Vielen Dankeschön, Dank, Per. Ja. Vielen Dank auch unsere anderen Orga-Mitglieder, die heute nicht mit dabei sein dürfen. Ne? Daniel, Christian und Matthias. Davon werden wir dann beim nächsten Mal auch wieder ein paar Leute die da nicht mit bei sein dürfen? Hast du das gerade gesagt? Dürfen? Nein, die nicht sein konnten. Konnten. Oder beziehungsweise im Hintergrund werkeln. Und natürlich an alle, die uns heute zugeschaut haben, denkt dran, abonnieren, subscriben, weiterschicken, damit wir möglichst viele Leute erreichen, beziehungsweise dass auch unser Content andere Leute erreicht und wir damit was Schönes machen können. Schönen Abend noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und schaut rein. Ciao. Tschüss.